Wir sind im sonnigen Kroatien angekommen. Ja, dann fahren wir da durch. Hilft nichts. So. Es hieß, kurz nach 10 hört es kurz auf zu regnen. Und ich nehme fast an, das war eine Lüge. Eine dreiste Lüge? Ich glaube, dass jetzt der Weg bis zur kroatischen Grenze nicht recht viel spannender wird als das hier. Aus dem Grund mache ich jetzt dann die GoPro weg und wir sehen uns im trockenen Kroatien. Und wenn jetzt halt als nächstes Bild Kroatien im Regen kommt, dann bin ich sauer. Aber es wird nicht so sein. In Kroatien wird es schön, da wird es warm, da ist die Sonne und darauf freue ich mich jetzt dann. Genau. Wir sind im sonnigen Kroatien angekommen. Ja. Ich würde sagen, wir fahren noch weiter Richtung Süden. Die ersten Meter Schotter und schon habe ich keinen Peil mehr. Boah, keine Ahnung. Passt schon. Ich glaube, man kann es sehen. Es ist arschkalt. Ich wollte gerade sagen, wenn die Möglichkeit wieder besteht, auf Teer zu fahren, dann wechsle ich auf Teer, weil das macht so einfach keinen Spaß. Auf einmal wird der Ted zum Teerstück, aber ja, es ist einfach wirklich sehr, sehr kalt und sehr, sehr rutschig. Und ich komme in den Handschuh hier nicht mehr rein. Mein kleiner Finger kommt nicht in das Loch vom kleinen Finger rein. Das schmerzt ein wenig. Aber die sind nass und meine Hände sind nass und ich komme einfach nicht rein. Ich glaube, ich habe da vorhin jetzt 5 Minuten rumgekämpft, aber da ist kein Durchkommen. Aber wie bin ich denn dann da reingekommen? Ha? Und mein Junge, ist jetzt ein Schloss dran? Nein, oder? Komme ich da mit meinem Koffergedöns dran vorbei? Lass doch mal gucken. Ja, lustig, ne? Bruder, was machen wir denn jetzt?
Dann fahren wir da durch. Hilft nix. Ist ja gleich noch beschissener da unten rum. Ne, wir fahren da durch. Für den Rest des Tages bleibe ich auf der Teerstraße und fahre auch nicht wieder zurück auf den TED. Außerdem habe ich mich dazu entschlossen, mein Zelt heute Abend nicht aufzustellen, sondern ich habe mir eine kleine Pension oberhalb von der Stadt am Meer rausgesucht. Das kleine Städtchen war relativ menschenleer, höchstwahrscheinlich wegen dem Wetter, aber es hat trotzdem wirklich wieder gut getan, 1, 2 freundliche Gesichter zu sehen, und gerade auch die Pensionsbesitzer waren wahnsinnig freundlich, haben mir gleich was zu trinken angeboten und zu essen. Der Sohn hat die Garage noch ausgeräumt, dass ich meine Maschine reinstellen kann, dass die nicht im Regen stehen muss. Und ja, es hat einfach wirklich nochmal so einen Energieboost gegeben, weil ich einfach einen Ort hatte, wo ich mich wirklich wohl gefühlt habe. Es war warm, ich war aufgehoben und ja, das war wirklich schön. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Guten Morgen. Die Flucht vor dem Regen in den Süden rein hat leider nicht geklappt. Ich bin noch immer komplett umringt von Regenwolken und egal wo ich hinfahre, ob ich jetzt komplett runter in den Süden ziehe auf der Autobahn oder ob ich hier bleibe, es regnet einfach überall oder gewittert. Also ich kann es mir aussuchen, ob ich durchs Gewitter durchfahren möchte oder nur durch Regen. Also nehme ich nur den Regen und das heißt, heute geht es wieder auf den TED drauf. Heute bleibe ich auch auf dem TED, weil es hat keinen Sinn, noch weiter in den Süden zu flüchten, weil da sieht es halt genauso aus. Dann schauen wir einfach, wie weit wir da kommen im Regen und genau, falls ich irgendeinen guten Platz finde zum Zelt aufstellen, der wirklich perfekt ist, weil am Abend soll es nochmal gewittern, dann werde ich da mein Zelt aufstellen. Props to me. Ich habe das Mikrofon leider den ganzen Tag nicht richtig eingesteckt. Allerdings ist so einiges passiert und naja, aus diesem Grund führe ich euch jetzt so durch den Tag. Es regnet zwar nicht mehr, aber der Boden ist komplett durchnässt. Ich bin schon seit einiger Zeit nun unterwegs und werde immer unkonzentrierter. Und natürlich passieren dann auch solche kleinen Fehler. Jetzt bin ich leider in der Rille drin, die ich eigentlich smooth umfahren wollte. Durch den glitschigen Boden versuche ich es gar nicht erst, wieder hier rauszukommen. Aber ja, da kommt man eigentlich ganz gut durch. Jetzt sind meine Reifen natürlich komplett voller Schlamm, was den nächsten Teil etwas schwieriger macht, da die Steine ja eh schon von Haus aus ziemlich rutschig waren.
Mein Hinterrad steht leider jetzt genau am Anfang von einem rutschigen Stein und ich versuche wirklich mehrmals hier loszufahren, aber mein Hinterrad dreht einfach nur durchgehend durch. Ich versuche jetzt etwas zurückzurollen, um einfach ein bisschen Grip und Schwung zu bekommen, um über diesen Stein drüber zu kommen, ohne umzufallen. Das hat ausgezeichnet funktioniert. Ja, aber es ist nichts kaputt gegangen. Das ist das Wichtige. Ich habe mir auch nicht wehgetan. Und ja, jetzt, da ich ja eh stehe, schaue ich mir den Weg einfach noch ein bisschen genauer an, ob es sich rentiert weiterzufahren oder ja, ob es genauso bleibt. Und ich kann was trinken, kann was essen und das ist ja auch eine schöne Sache. Ich höre ein Motorgeräusch und beschließe abzuwarten, bis ja, das Geräusch einfach näher kommt oder zu mir herkommt im besten Fall, denn Hilfe ist nie schlecht. Es kommt ein Geländewagen um die Ecke mit einem Mann, der höchstwahrscheinlich aus der Gegend war. Er zwängt sich einfach an mir und meiner Maschine vorbei und beschimpft uns und will dann eigentlich weiterfahren, ohne stehen zu bleiben. Ich gebe ihm zu verstehen, dass er stehen bleiben soll und mir helfen soll, denn er will, dass ich unbedingt verschwinde. Und naja, wenn er mir hilft, dann kann ich schneller verschwinden. Und ich glaube, das hat gezogen, denn er ist stehen geblieben und hat mir widerwillig geholfen. So, Maschine steht wieder. Der Dude wollte aber leider nicht gefilmt werden. Der war ziemlich angepisst, dass ich hier entlang gefahren bin. Meinte, ja, Straße privat, Straße privat. Ich meinte zu ihm, da unten stand aber nichts, sonst wäre ich ja nicht hochgefahren. Es war halt offen, ne? Und es ist der Trail. Und es stand nichts dort. Und er meinte, ja, umdrehen. Und hat sie mir mehr oder weniger komplett alleine aufgestellt, umgedreht. Gleich in Fahrtrichtung, damit wir hier jetzt wieder runterfahren können. Und ja, jetzt trinke ich aber erstmal noch was. Maschine ist okay, alles gut. Der war jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, warum er so angepisst war. Dann soll er unten halt ein Schild aufstellen, dann fahren die Leute auch nicht hoch. Aber gut. Ja, jetzt trinke ich was und dann passt's wieder. Meine Glanzleistung direkt danach will ich euch nicht vorenthalten. Ich dachte mir halt einfach, jetzt stehe ich ja eh schon, Kamera ist schon draußen, weil ich noch ein Bild gemacht habe. Dann kannst du es ja auch gleich da unten noch aufstellen und nimmst es auf, wie du da runterfährst. Und während ich da runterfahre, schaue ich auf die Kamera und natürlich, wenn du in eine Richtung schaust, dann fährst du auch in diese Richtung. Hatte dann panische Angst, dass ich in diese Richtung von der Kamera fahre und versuche dann mit meiner Maschine zu diskutieren, dass sie doch in die andere Richtung fahren soll. Jetzt muss ich natürlich wieder den gesamten Weg, den ich bis dahin gefahren bin, zurückfahren. Wir sind wieder am Anfang der Schotterpassage und hier möchte ich mich einfach nochmal vergewissern, ob ich nicht doch ein Schild übersehen habe, dass ich doch nicht hinterfahren hätte dürfen. Aber ich sag's euch, da war einfach nichts. Da war kein Schild, nichts. Es war ein Straßenschild, was ja eigentlich mehr oder weniger bedeutet, dass es eine Straße ist. Aber es war einfach kein Schild da, dass ich nicht hinterfahren durfte. Also, keine Ahnung. Ich habe mir die Karte angeschaut, wann der Ted das nächste Mal wieder ein Teerstück kreuzt. Und da wollte ich dann einfach hinfahren und wieder auf den Ted drauffahren. Jetzt habe ich aber kurz davor nochmal eine kleine weiße Straße gefunden, die irgendwie echt spannend ausgesehen hat.
Und naja, jetzt gerade sind wir auf dieser kleinen weißen Straße. Leider habe ich das Stück, wo ich dann umgedreht bin, nicht mit aufgenommen, weil ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Aber ja, es war eine Sackgasse. Sagen wir es einfach so. Es war eindeutig eine Sackgasse. Also bleibe ich doch bei Plan A und fahre auf dem Teerstück, bis ich halt wieder den TED kreuz. Das nächste Teilstück ist natürlich auch wieder ziemlich durchnässt, aber es lässt sich eigentlich relativ entspannt fahren. Und da ich jetzt langsam wieder auf Schlafplatzsuche bin, lieber neben einer Schotterstraße als neben einer Teerstraße. Ja, das eine oder andere Mal habe ich mich dann wohl auch noch ein bisschen verfahren, aber ich bin schlussendlich da rausgekommen, wo ich rauskommen wollte. Denke ich. Wir sind jetzt halt heute absolut nicht weit gekommen. Luftlinientechnisch, kilometertechnisch schon. Was ein bisschen blöd ist. Aber dafür bleibe ich jetzt halt hier in dem Platz, wo wir gerade reingefahren sind. Die Maschine packe ich jetzt halt ab. Mir taugt es nicht ganz, weil man sieht noch die Straße. Das heißt, man sieht mich auch von der Straße. Aber der Platz ist cool. Also probieren wir es einfach. Und genau, ich packe jetzt halt das Motorrad ab. Und ja, dann gibt es was zum Essen. Am Abend telefoniere ich noch mit meinen Eltern, denn die müssten jetzt gerade eben auch auf dem Weg in ihren eigenen Urlaub sein. Sie haben sich kurzfristig umentschieden und sind nun auch auf dem Weg Richtung Kroatien. Und naja, so entschließen wir spontan, dass wir einfach uns treffen und einen kleinen Familienurlaub machen. Der Plan, dass es nur außenrum gewittert und nicht bei uns, ist leider nicht aufgegangen, aber es hat eigentlich ganz gut gepasst. Bis dahin habe ich gut geschlafen, wie so ein kleines Baby. Ich habe selten so gut geschlafen, ohne Schmarrn. Ich hoffe, weil da vorne blitzt die Sonne ein bisschen raus, also die Wolken sind heller, dass die Sonne irgendwie sich noch blicken lässt und mir vielleicht das Zelt trocknet. Das fände ich ziemlich erquickend. Und dann geht es nochmal auf den TED. Schauen wir uns an, wie sich das so hier noch fahren lässt. Die eigentliche Tour, die ich ja gestern noch fahren wollte. Und dann machen wir uns auf zum Familienurlaub. Ich war schon so lange nicht mehr mit meinen Eltern im Urlaub. Und jetzt einfach spontan ein Familienurlaub. Ja, irgendwie freue ich mich voll. Mein Plan nimmt Gestalt an. Die Sonne blitzt raus, scheint nach hinten und verfehlt mein Zelt. Um 2 Meter. Yay! Scheiße. C-Fix. Meine Fresse ist diese Scheiße rutschig.